Leute, ich habe mir heute den Hannes gekrallt. Hannes, na, was machst du eigentlich bei uns? Ja, ich bin im Application und Installation Team und heute wird mal nicht der Kunde beraten, sondern heute gebe ich dir einfach mal ein paar Infos. Um welchen Motor geht's denn heute? Ja, um den C9.3b. Um den hier? Genau, also es ist ein rein 6-Zylinder, 9 Liter Motor, knapp über 9 Liter Hubraum. Und du siehst ihn halt hier in 3 Varianten. Ja. Man kann einmal den nackigen Motor nehmen. Alle Subsysteme, Abgasnachbehandlung wird dann im Prinzip kundenseitig angebaut, dort wo es gerade passt. Ja. Man kann dann aber auch zum Beispiel das Abgasmodul angebaut bekommen, bis hin zur fertigen Plug-and-Play-Lösung, die ich dir dann auch gleich im Detail sonst auch noch mal gerne zeigen kann. Eigentlich nur noch Strom ran und dann Feuer. Zündung, also genau, Strom, Zündung ran, Ja. Kraftstoff. Kraftstoff, ja gut, okay, klar, natürlich. Und das war's. Selbstverständlich. Aber, ich sage jetzt mal, wie sieht das denn aus mit den Leistungsstufen und den entsprechenden Zertifikaten? Ja, also den Motor gibt es im Prinzip in 250 kW, 280 kW, 310 kW und 340 kW. Wir sagen dazu, es ist immer ein Multi-Label-Engine, weil er im Prinzip, das ist das HRC, das Highly Regulated Country Produkt. Das heißt, wir haben EU-Stufe 5 Zertifikat, wir haben EPA TIFL Final, wir haben das CARB-Zertifikat, wir haben Japan EMLE-Zertifikat drauf, wir haben Südkorea-Zertifikat drauf und jetzt ist es ja gerade immer noch so ein bisschen in Klärung mit China 4, wann genau geht's denn nur endlich los? Ja. Das heißt, das wird dann auch unser Produkt sein für China 4. Das heißt natürlich für den Kunden ist es das Schöne, es ist ein Motor für all diese genannten Regionen. Okay, also das ist wirklich, ich sag jetzt mal so, die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Weil Also, ich sag jetzt mal, ich habe alle Zertifikate, ich habe 4 unterschiedliche Leistungsstufen und es bleibt immer der Motor mit dem schlanken Design eigentlich. genau, das ist es. Alter Vater, ey. Ja, also das ist wirklich, anders kann man es ja gar nicht nennen. Ja. Wie ist denn das Ganze? Welches Kraftstoffsystem haben wir hier überhaupt verbaut? Genau, du siehst ja hier, das ist im Prinzip hier oben sitzt ja das Rail vom Commonweal Einspritzsystem. Das hat man bei dem Motor auch nochmal überarbeitet mit dem neuen Einspritzsystem und nochmal angepassten Timing-Sensoren. Kann der Motor auch bis minus 20 Grad Umgebungstemperatur ohne jegliche Starthilfe auch gestartet werden. Das konnte eindrucksvoll gezeigt werden. Und das nächste Gute daran ist, dass wir mit dem neuen Einspritzsystem und natürlich noch Anpassungen der Einspritzung etc. Den Kraftstoffverbrauch sehr, sehr reduzieren konnten. Also man spricht hier davon, dass man bei Peak Torque, also dem Punkt des höchsten Drehmoments, ganz knapp unter 190 Gramm pro Kilowattstunde verbraucht. Aber jetzt, wenn ich mal so gucke, also mir fehlen hier irgendwie so ein paar Anbauteile. Gerade hier bei der Abgasgeschichte, also EGR-Kühler, wo ist der hin? Gestrichen. Gestrichen? Hat er nicht mehr. Einfach weg? Genau, also du siehst ja hier, wir haben jetzt einen ganz einfachen, ganz normalen Krümmer wieder mit einem symmetrischen Turbolader. Und das Gute daran ist natürlich, dass wenn ich die EGR rausnehme, du siehst das gerade, was du meintest, der Motor ist sehr kompakt. Ja. Ich habe hier nichts Verbautes, ich spare Anbauteile, die natürlich auch schwer sind. Und das nächste ist, dass der EGR-Kühler ja auch immer eine gewisse Wärmemenge mit ins Kühlsystem bringt. Das habe ich hier nicht. Und das ist nämlich auch wieder der schöne springende Punkt an dem Motor. Den gibt's in der EU-Stufe 5 und hochzertifiziert und den gibt's auch in der ORA-Variante, also für Rest of World. Okay. Genau, du guckst so, also ORA ist immer so diese Abkürzung für Other Regulated Area. Ja. Also sei es jetzt zum Beispiel für Südamerika, Afrika, dort wo im Prinzip keine hochzertifizierten Motoren benötigt werden. Da reicht's ja aus, wenn du einen Motor hast in der, ich sag mal, Tier 3 äquivalenten Abgasstufe. Ja. Und da ist jetzt das Schöne, der Motor hier, im Prinzip mit einem anderen Label drauf, ist gedanklich schon dein ORA-Produkt. Das heißt, für die Maschine gleiche Anschlussstellen, der Motor grundlegend gleich in der Installation. Das ist natürlich sehr, sehr einfach für den Einbau, weil man die Maschine ja meist immer in 2 Varianten bauen muss. Ja klar, also für Hersteller, die sagen dann letztendlich, es ist immer der gleiche Motor, Gleiche Leistung, gleiche Wärmedaten. Und das ist halt das Schöne, wenn ich die Maschine bauen möchte für die ganze Welt, brauche ich mir zum Beispiel nur ein Kühlpaket hinlegen, was passt, und habe dafür aber 2 Motoren. Ja, geil. Ja gut, ich meine, jetzt haben wir hier die ganze nackte Variante, aber wir haben ja jetzt hier komplett clean alles, aber wie sieht das denn aus mit der Regeneration? Ja, das kann ich dir gerne mal an dem Motor gleich erklären. Ja. Wenn wir das angebaute Abgasmodul haben, da kann ich dir gleich mal zeigen, wie schön einfach gehalten das ist für den Bediener. Das ist natürlich eine Menge Technik, die da drin steckt und vor allem auch sehr, sehr viel Erfahrung, weil du kennst ja den C9.3 Motor grundlegend schon aus Interim-Zeiten und wir hatten bei Interim ja schon den DPF verbaut. Genau. Das große Thema DPF und Regeneration, Einführungsstufe 5.
Da haben wir einfach unsere Lessons learned und im Prinzip das ganze Know-how ist im Entwicklerteam, ist im Application Support Team wie bei mir, ist im Service bei dir, ist im Product Support überall. Und das System, muss man sagen, es tut, was es soll, es funktioniert eben einfach. Ja. Auch unsere Kunden, die den eingebaut haben, alle auch schon wirklich mitbekommen haben und das als Feedback auch schon geben. Weil das Schöne an dem Motor ist, du hast keine Stillstandsregeneration.